Hallo, willkommen bei Travel Steps und unserem vierten Teil des Experiments Auswandern nach Polen. Wir sind immer noch dabei, unsere Planung umzusetzen und haben aber, bevor es ernst wird, jetzt nochmal einen kleinen Abstecher an die polnische Ostseeküste gemacht, um einfach nochmal die Sonne zu genießen und nochmal einen neuen Teil von Polen kennenzulernen. Und wir haben echt gesehen, hey, das ist einer der nettesten Teile des Landes, definitiv im Sommer. Es war super witzig, super schön, was wir erlebt haben und was uns auch noch bewegt, jetzt die letzten Gedanken, bevor es ernst wird, was durch uns durch den Kopf geht. Das möchten wir euch jetzt nochmal ein bisschen aufzeigen und dabei halt auch nochmal zeigen, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was gibt die polnische Ostseeküste her. Und ja, ist es vielleicht für uns auch ein Ort, an dem man leben kann. Da muss ich jetzt aber schon im Vorfeld sagen, also für mich bleibt Bydgoszcz die erste Wahl. Und ja, was wir trotzdem erlebt haben, das wollen wir euch zeigen und euch mitnehmen auf einen total spannenden, einmaligen Trip, der in Świnoujście startet und in Kołobrzeg endet. Seid gespannt, kommt mit uns. Viel Spaß! Yeah, willkommen bei unserem nächsten Experiment. Wir sind mal wieder in Polen und zwar diesmal am Meer, Pomorze, Województwo Pomorskie. Und zwar sind wir zurzeit in Świnoujście und ja, wir haben gutes Wetter, das ist cool und mal gucken, was die Stadt so bringt. Über die Grenze gefahren auf unserer kleinen Tour entlang der Ostsee. War sehr spannend zu sehen, wie es an der Grenze abgeht. Man kommt über die Grenze, das erste, was passiert ist, dass da gefühlt 50 Pferdewagen auf Kundschaft warten und halt mit Schrittgeschwindigkeit die Straße entlang fahren. Und jetzt sind wir gerade auf so einer Art Marktplatz. Das erste Pferd war ja sofort genau auf der Grenze drauf, war das erste Pferd. Ja, genau, sofort am Grenze, genau, still Polen und dann standen halt da plötzlich die Kutschen aufgereizt, echt witzig. Ja, und jetzt sind wir auf dem Marktplatz und wollen uns einfach mal umschauen. Ist halt einfach unsere kleine Sommertour entlang der Ostseeküste und wir sind auch gerade ganz gespannt, weil wir doch merken, hey, wir können hier noch ein paar ganz nette Orte entdecken. Sind aber auch sehr beliebt, sehr touristisch, ist ein bisschen viel los, ist auch nicht ganz günstig. Jetzt schauen wir mal, wie es auf der polnischen Seite ausschaut. Usedom auf der deutschen Seite war ein bisschen, war total cool, super schön. Wir wollen einfach mal auf den Vergleich sehen, wie sieht's aus. Am Rand der Grenze sozusagen auf beiden Seiten. Jetzt gucken wir uns einfach mal Świnoujście an. Guck mal die Kunde. Ja, wir sitzen jetzt hier an der Promenade bei einem Piwo z Sokiem, richtig? Ja. Schmeckt super. Vielleicht die letzten Tage, bevor es ein bisschen ernst wird mit unserem Umzugsprojekt. Wir genießen nochmal den Sommer. Momentan ist es so, dass wir haben vor, ein Projekt selbstständig anzugehen und sind nochmal in Gesprächen, müssen noch einiges klären, was Wohnraum angeht, was unseren zukünftigen Arbeitsraum angeht. Alles noch ein bisschen geheim. Wir wollen mal schauen, dass das alles hinhaut. Wir sind in Gesprächen mit Vermietern, mit Vormietern etc. Müssen letzte Details klären und nutzen halt, wie gesagt, die Zeit, um mal eine andere Ecke zu sehen, weil es wird wahrscheinlich bei Bydgoszcz bleiben, wenn alles klar geht. Das hält uns aber nicht davon ab, hier mal zum Beispiel Świnoujście. Ich lerne das noch. Ich bin auch schon ganz gut gewohnt. Wir wohnen auf dem Campingplatz, relativ nah hier am Wasser. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Preisunterschiede sind von der deutschen zur polnischen Ostsee auch ehrlich gesagt kaum vorhanden. Also im Essen schon und so weiter, aber alles andere ist ein bisschen ähnlich. Campingplätze. Es geht auf beiden Seiten. Eigentlich ganz gut klar, wenn man nichts Dramatisches erwartet und möchte, sondern einfach nur einen schönen, sauberen Platz irgendwo an einem netten Ort. Wir haben es 300 Meter bis ins Wasser, voll gut, voll warm, voll schön. Wir genießen die Zeit total. Genau, und machen uns einfach nochmal letzte Gedanken darüber. Ich mache mir jetzt auch einfach Gedanken darüber zur Zeit. Das beschäftigt mich einfach sehr.
wird es mir doch sehr schnell gelingen, die Sprache zu lernen? Werde ich Freunde finden? Oder werde ich mich, das Argument kam ein paar Mal auch aus meinem Umfeld, werde ich mich eventuell isoliert fühlen? Ich mache mir da schon Gedanken drüber, gelingt es mir anzukommen oder nicht, weil es tatsächlich, tut mir noch ein bisschen schwer, auch mit dem Sprechen. Ich würde es total gerne ändern, aber es ist halt wirklich nicht so einfach, tatsächlich. Also heute habe ich es geschafft, ich war total stolz auf mich selbst, an der Campingplatzrezeption mein Handy aufladen zu lassen, danach zu fragen und vielleicht eine Zustimmung von den herumstehenden Polen erhalten. Ich denke, ich bin ja auf einem Weg, es ist nur einfach viel krasser, als ich dachte und ich bin gerade noch nicht so sicher. Ja, das sind Sachen, die muss ich für mich irgendwie halt klären. Es ist ein Risiko. Es ist immer ein Risiko, wenn man irgendwo hingeht, aber das ist halt etwas, was mich tatsächlich bewegt, wo ich das auch nicht so gut einschätzen kann. Keine Ahnung, ich habe ja in Deutschland auch nicht 10.000 Freunde, die aus anderen Ländern kommen und ja, deswegen weiß ich gar nicht genau, wie das jetzt halt ausschaut, wenn ich hierher ziehe. Wird das so sein, dass jemand Geduld mit mir hat und überhaupt Bock drauf? Oder ist das halt tatsächlich so, dass du echt eine ganze Weile brauchst mit die Sprache, um irgendwie Fuß zu fassen? Ich habe ja auch keinen Bock, nur mit Engländern und Deutschen abzuhängen, ne? So, keine Ahnung. Ansonsten, ja, bin ich guter Dinge. Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Also meine Laune ist ziemlich gut. Ist eigentlich ganz happy hier zu sein. Haben auch echt eine ganz gute Zeit. Zdrówko. Wir haben jetzt vor, die nächsten Tage noch mal ein bisschen weiter zu fahren. Wir haben nicht so viel Zeit. Aber wollen noch ein paar andere Orte vielleicht abchecken an der Ostsee, vielleicht auch nicht. Hey, also eigentlich lassen wir uns gerade treiben und es passt eigentlich auch ganz gut so, wie es ist. Ich fand es einfach nur ganz witzig, einfach mal auch die Unterschiede zu sehen, polnische, deutsche Ostsee, also hier auf Usedom. Wie gesagt, wir hatten noch vor ein paar Tagen, kurz vor Wannsee, auf einem Naturcampingplatz, den stand komplett für uns alleine. Hier teilen wir ihn ungefähr mit gefühlten 3.000 anderen Urlaubern pro Quadratmeter. Noch ein paar aufblasbaren Flamingos, Strandbooten, Tretbooten, Speedbooten. Alles Mögliche. Palmen, keine Ahnung. Ja, also es ist einfach total brechend-voll ohne Ende. Es ist aber trotzdem ganz amüsant. Es macht auch irgendwie ganz Spaß, die Leute zu beobachten, selber irgendwie Teil des Geschehens zu sein. Das Wasser ist total warm. Hey, also ich kenne Ostsee, ich war schon lange nicht mehr eigentlich an der Ostsee. Ich habe das irgendwie immer alles total eiskalt in Erinnerung gehabt und fand es überhaupt nicht witzig. Es war aber total nett, angenehmes Wetter, ist super. Ich meine, es ist Mitte August. Aber es ist schon krass. Und heute ist ja richtig heiß. Ne? Ja, ist richtig heiß. Aber gefühlt ist es tatsächlich auch so, dass auf der deutschen Seite der Insel die Leute im Schnitt 30 Jahre älter sind als hier. Also das ist mir echt sofort aufgefallen, dass alles ein bisschen jünger, frischer aufgezogen ist. Aber es ist natürlich auch neuer. Vieles neu gebaut, nicht so alt eingesessen. Ja, ist interessant. Also es ist natürlich auch mehr auf Entertainment, ein bisschen mehr Party angelegt. Ja, also man langweilt sich hier halt wirklich eigentlich nicht. Es ist halt allerdings nicht der Ort, wo ich jetzt hinfahren würde, wenn ich zu mir selber finden möchte, weil ich total viel Ruhe und Erholung brauche und vielleicht eine Morgenmeditation am Strand machen möchte. Nein, nee, das läuft gut. Hier nicht. Quatsch ohne Ende. Ist trotzdem witzig, total. Wir haben auch Spaß. Wir wollen jetzt noch mal weiterschauen, wie es wird. Also ich finde den Unterschied einfach ziemlich interessant. Ich fand es auch interessant, dass die Preise relativ, also fast schon angeglichen sind. Ne? Also egal, wo du hinkommst, Camping, beim Essen gut, kannst du noch ein paar Schnäppchen machen hin und wieder, aber auch nicht an der Strandpromenade so unbedingt. Ja, irgendwie, nee, es ist halt totaler Standard. Wir waren relativ geschockt, eine Stunde Tretboot fahren, was war das? 10 Euro? Ja. Eine Stunde eine Stunde Speedboot fahren. 150 Zł. Ja. Also fast 40 Euro, ne? Ja. Ja, also würde ich sagen, das ist schon heftig. Ist schon heftig. Schon eine Ansage. Schon viel. Ja. Ansonsten Campingplatz voll okay, zahlen wir jetzt 15 Euro für 2 Personen pro Nacht wir sind mit unserem Duschen sind aber umsonst. wir sind mit unserem Transporter unterwegs, den wir sonst auch für unser Geschäft nutzen. Da ist jetzt unsere Campingmatratze drin und es ist sozusagen ein improvisiertes Low-Budget-Wohnmobil. Das Gute ist, man verbringt wirklich nicht viel Zeit darin, außer zum Schlafen und ist einfach die ganze Zeit draußen unterwegs etc. und nimmt am Leben teil, was total nett ist. Also wir genießen das jetzt gerade.
und sind gespannt, wo es uns jetzt demnächst hin verschlägt und ja, was uns die nächsten Tage noch so bringen. Hier auf der Promenade ist anscheinend das Haus des Kopf steht. Wir haben jetzt gerade 11 Worte bezahlt pro Person und erwarten jetzt ein atemberaubendes Erlebnis. Ich bin echt gespannt. Lass mal rein. Ja, genau, gib das mal. Rauschmittel einzunehmen. Oh. Ich habe aber schon was. Dein Eis, dein Chardonnay-Eis genau. war dann jetzt eventuell zu viel. Der war nicht ohne, der war echt mehr Alkohol als Eis. Komm mal da oben, da steht voll eine Pokoje. Ja. Willst du hier mal eine Nachtipp bringen? Oha, Hardcore. Ja. Pass auf. Ja. Ich weiß auch nicht, du. Also ich glaube, das mit der Kamera läuft nicht so einfach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Ja, aber ich bin mir total vorgestellt. Selbst die Bilder sind umgedreht hier. Ja. Ja, kein Wunder. Also wenn man hier irgendwas getrunken hat, ey, und dann noch so hübsche Bilder sieht, die man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sieht hier, dann wird einen noch mehr schwindelig. Was ist das für ein Typ hier? Man gewöhnt sich aber ein bisschen dran. Naja, ein bisschen schon, aber leben möchte ich hier jetzt nicht wirklich. Ja, wörtlich. Man denkt, man fällt, ey, man muss sich voll festhalten, ey. Heftig, ey. Total witzig. Ich weiß nicht warum. Es steht einfach nur schief. Aber irgendwie geht das. Ja, dann viel Spaß mit der Treppe. Du machst jetzt die Kamera lieber Ich aus. glaube auch. Dann fällst du noch runter. Ja, okay. Wir sehen uns auf dem nächsten Stockwerk, Leute. Na, Janina? Ja, ich glaube, wir sind hier. Sag doch mal irgendwas über unser Experiment in Polen. Ja, hier Ja. wollen wir hier vielleicht durchstarten. Ich bin nicht so sicher. Krass, ich bin fest. Ja, ich dachte auch, das ist hier irgendwie scheiße. Es ist ja auch irgendwie ganz witzig, eine Attraktion einfach so, ne, so Jahrmarktmäßig, aber das funktioniert richtig. Also ich habe hier schon Probleme, Heftig, das Gleichgewicht zu halten, tatsächlich. Und Kühlschrank da hinten. ich fühle mich am besten, hier. Alter Schwede, das ist so, als würdest du irgendwie hänge. gegen irgendwie so einen Wind gehen oder so. Ja, das ist voll schräg. Echt hardcore, ey. Aber hier eine Nacht verbringen, ey. Radio. Sag, dass du nicht wegrutscht. Ja, ja. Ist mir schon auch klar. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ey. Mach mal auf. Vielleicht ist ein Pivo drin. Geht nicht. Hab ich schon versucht. Klappt nicht. Na? Na, soll ich mal was kochen für uns, was Leckeres? Mach mal. Alter Schwede, was ist das denn? Du bist besoffen, Hätte ich nicht gedacht, ey. Ja. Ich hätte gedacht, so ein bisschen so. Ja. Na, Dominik? Möchtest du hier wohnen? Ja, weiß ich nicht. Nicht so ganz weit. Was ist da? Toilette. Aber auf dem Kopf. Ach, hier. Achso. Ja, Da ist da auch. Dusche. Ach, krass. Naja. Na? Wird's noch voll hier heute? Was? Wird's noch voll hier am Strand heute? Natürlich wird es voll. Aber wir fahren ja leider weiter, ne? Weiter auf unserer Tour zu gucken. Aber eigentlich müsste man hier noch lange länger einfach bleiben, ne? Es ist jetzt morgens um 10, der Strand ist noch total leer. Ja, ja.
guck mal nach links. Ja, es wird Weit weg, wenn du zoomst. Aber das ist wirklich noch nichts. ist eigentlich ziemlich nett hier, bevor die 3000 anderen Leute kommen. Ja, eigentlich haben wir hier eine ganz gute Zeit, auch wenn es richtig voll ist. Und wir hatten gestern auch einen super netten Abend. Da haben wir uns mal angeschaut, wie das hier abgeht auf der Strandpromenade abends. Also es ging alles von bis schade, dass wir die Cam nicht mit dabei hatten. Das wäre so geil. geil. Es wurde echt alles verkauft, was blinkt und blitzt. Und ja, war eigentlich total witzig. Von tanzenden Mickey-Mäusen bis zum Tanzen, blinkenden Ballons. Polen zum Disco Polo. Ja, ja. Aus ganzem Herzen. Aus ganzem Eins auf Schmitz-Katze mit hier fast Breakdance-Einlagen. Ja, das war eigentlich nett. War echt buntes Treiben, viel los. War echt ganz voll nett. Ja, ziemlich ausgelassen, sagen wir mal. Also schon echt angenehme Atmosphäre. Es war total die warme Sommernacht. Die Leute sind hier schon relativ entspannt. Ja, ja. Ist ja Urlaub, ne? Ja. So, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir tun jetzt noch mal ganz kurz unsere Füße ins Wasser und setzen uns dann ins Auto und fahren in den nächsten Ort. Jetzt geht's auf die Fähre, hä? Jetzt geht's auf die Fähre. Wir fahren, wir verlassen Świnoujście. Świna, das ist der Checker. Ach so, ja. Ja, wir sind jetzt hier in, wie war das nochmal? Szebiatów, hier. Szebiatów. Wir waren jetzt gerade hier was essen, wir sind ein bisschen weg vom Wasser. Total malerische kleine Mini-Stadt, total nett eigentlich. Hier ist halt kein Schwein, kein Tourist, nichts. Alle am Wasser, es ist 28 Grad, ich kann sie alle verstehen. Aber ja, warum nicht, ne? Also es ist echt süß hier. Wir sind zufällig gelandet. Überall. Ja, und fahren jetzt weiter ans Meer und suchen uns irgendwie einen kleinen Campingplatz. Und da haben wir jetzt mal gerade gegessen, ne? Ja, war gut. War echt nice. Bam! In dem fantastischen, weltbekannten Ort namens Mrzężyno. Für alle nochmal zum Nachsprechen. Mrzężyno. Der Ort ist einfach, ja, wir haben gerade angefangen zu erkunden. Ich glaube, der ist trotzdem cool. Hier ist nichts, eigentlich so wirkt das so, als wäre hier nicht viel los. Aber es ist ganz nah am Strand. Ich habe auch schon ein paar Pivos drin, deswegen muss ich mich entschuldigen. Aber die Laune ist großartig. Das Wetter ist wirklich die Bombe. Und ich habe einfach noch Bock, irgendwie reinzuspringen in den schönen Bautik und einfach mal ein bisschen mich abzukühlen. Und nachher noch ein Pivo zu trinken. Wir sind jetzt in Świnoujście. Und es ist eigentlich ein ganz total witziges Nachtleben, also Abendleben hier am Stadt. Es ist halt wie hier überall einfach ein bisschen, gibt es Ramsch, Pommes, alles mögliche, also super leckere Sachen natürlich auch, aber ja, ist ganz witzig, was man hier entdeckt. Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz, ja, was man hier so im Rummeln entdeckt. Wir haben gerade schon 2 Tassen gekauft mit unseren Namen drauf. Vor allem haben wir Gofre gegessen mit Schlagsahne und Früchten und Soße. Und jetzt gucken wir mal, was wir haben zu entdecken. Pelze. Sommeroutfits. Coś tam jakieś gołki dało.
Tam nie zamknij, wiesz? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir heute Nacht in unserem wunderschönen Auto auf einem wunderschönen Parkplatz zwischen den Bäumen. Aber der Parkplatz ist auch voll mit anderen, ne? Also da machen einige Frühstück. Hatten unser Frühstück gerade nebenan im Polo Market. Myślę o niej codziennie, o jej wielu zaletach, w moim sercu niezmiennie jest jedyna Na Dominik, was geht hier auf den Parkplätzen vor? Was ist hier los? Wir waren natürlich schon ganz früh im Wasser. Schon zweimal, ne? Der Strand ist 200 Meter in die Richtung. Das ist total der süße Kurort. Wie heißt er denn? Dvigino. Ja, Dvigino. 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 Yeah. Ja, wir haben uns den Ort ja ausgesucht, weil wir den Namen nicht aussprechen konnten und dachten, hier ist ganz idyllisch, hier war richtig was los. Ja, ist eigentlich ganz schön. Wir haben eine gute Zeit. Ja. Also total nett. Irgendwie überall stehen so Hütten rum. Hier stehen irgendwie voll viele Gebäude, die so aus früheren Zeiten stammen. Die ganzen Bäume, ich glaube es sind Pinien, es hat irgendwie einfach was total Idyllisches, so was Beruhigendes. Mir hat es hier sehr gut gefallen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Kołobrzeg. Yes. Ja, nun sind wir hier in Kołobrzeg angekommen. Wir sind das erste Mal hier. Und die Stadt ist eigentlich ganz schön nice. Wie man sieht, sind die Häuschen hier herausgeputzt, viele Shops. Wir befinden uns auf dem Weg zum Meer. Mal wieder. Yeah, und ihr kommt einfach mit. Enjoy. Ich gehe zum Meer. Nee, komm mal raus. Podobno wszyscy pragniemy wiecznej miłości, miłości prawdziwej. Ja, wir sind jetzt fast am Ende unserer Reise angekommen. Waren jetzt letzte Nacht noch in Kołobrzeg und sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung deutsche Grenze. Haben uns ein bisschen an der Ostsee was angeschaut, Urlaub verbracht und es war eigentlich ziemlich cool. Und sobald wir es hinkriegen, unsere Pläne zu verwirklichen und in Polen zu leben, ist für mich schon klar, dass wir mindestens einmal im Jahr Urlaub an der Ostseeküste machen werden. Es ist total cool. Mir hat es mega gefallen, auch wenn es viel Bling Bling war und dort einfach mega viele Leute ständig überall sind. Hatte ich einfach total viel Spaß und mit jedem weiteren Angebot, mit jedem weiteren Eis, mit jeder weiteren Gofre, übrigens eine super leckere
Nee, mit jedem weiteren eine heißt, wie heißt eins? Es gibt nur Goffel. Goffel. Okay, Ja. also diese Waffeln mit diesen Belegen und Sahne und was da alles draufkommt, das ist einfach total lecker, kann ich jedem empfehlen. Ja, ist geil. Das könnte ich ja jetzt zum Frühstück essen und auch. als Nachtisch und dann nochmal zum Abendessen. Ja, also das ist tatsächlich was mir mega gefallen hat, obwohl ich eigentlich mag ich Orte wie diesen. Ich mag Natur, ich mag auch Ruhe, ich Ja, mag es ist nice. auch. Es ist echt ein schöner Wald, wir sitzen hier an so einem Aussichtspunkt. Aber trotzdem macht es einfach Spaß, dieses ganze Ostsee-Strandleben auf der polnischen Seite ist einfach total witzig. Also man darf es einfach alles nicht zu ernst nehmen, diese ganzen 100.000 Souvenirbuden, aber es macht echt Spaß. Punkte, die mir auch gefallen haben, sind definitiv das Essen. Ich glaube, jetzt habe ich auch echt so ziemlich jede Suppe ausprobiert, die es halt gibt. Eine Suppe glaube ich nicht. Nee, noch nicht. Okay, gut. Ja, hier kommen noch einige. Na gut. Ich weiß nicht, ob es unbedingt zum Beispiel für Veganer alles so geeignet ist. Ich glaube, das wird eher schwierig. Vegetarier kommen hier aber voll auf ihre Kosten. Also für mich geht das hier auf jeden Fall total durch. Was mir halt auch gut gefällt, es gibt halt, ich habe halt das Gefühl, es gibt hier schon viel Platz. Also auch wenn hier halt einzelne Orte viele Touristen anlocken und da halt richtig viel los ist, gibt es immer wieder einfach total die Ruhepunkte, Wälder. Es gibt halt Straßen, auf denen kilometerweit irgendwie nichts los ist. Auch keine Orte, Menschen, dies, das. Also irgendwie ist es nicht so dicht besiedelt. Gefällt mir gut. Es ist einfach, man kann schon sich auch frei fühlen an vielen Punkten. Sag noch mal was zu den Preisen. Wie ist das so mit Geld? Wie kann man sich das leisten irgendwie? Ja, so im Urlaub? Also Ostseeurlaub an der polnischen Ostseeküste. Ich glaube, es gibt so ziemlich für jeden was. Also es gibt Leute, die schlafen im Auto auf dem Campingplatz. Es gibt Leute, die schlafen im Auto außerhalb des Campingplatzes. Essen mittags, holen sich schnell was aus dem Supermarkt oder nehmen ihren Grill mit. Machen das Mittagessen mit Kindern auf der Motorhaube. Ja, genau. Und das ist trotzdem nice. Es ist trotzdem nice und springen dann hinterher in die Wellen. Es gibt aber auch wunderschöne Holzhäuser, Blockhütten am Strand, dies, das. Also es gibt Hotels, die total abgefahren aussehen. Kurorte, alles. Also es ist, glaube ich, für jede Preislage irgendwie machbar, wenn man sich ein bisschen kümmert und informiert. Es ist gar nicht so, dass man nur mega viel Geld investiert. Ja, wie ihr gesehen habt, schön war es in Polen an der Ostsee, hat uns mega gut gefallen. Wir hatten eine einmalige Zeit. Ich glaube, es ist nicht der Ort, wo ich dauerhaft mich niederlassen möchte. Es ist einfach cool, an der Ostsee zu sein im Sommer mit all den Facetten, die wir genannt haben. Es hat voll viel Spaß gemacht. Als Wohnort ist es mir wahrscheinlich einfach ein bisschen zu voll, zu touristisch. Ja, da müssen wir noch mal genauer gucken, wo das Fleckchen für einen selber das zu finden ist. Für mich bleibt Bydgoszcz nach wie vor die Wahl, wenn es um Auswanderungsziele geht. Also da sind wir weiterhin dran. Wir sind dabei, unserem Ziel näher zu kommen, weitere Schritte zu planen, wie es auf unserem Weg weitergeht und was uns bewegt und welche Hindernisse uns vielleicht noch begegnen oder welche Überraschungen. Das könnt ihr in unserem nächsten Video sehen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und uns begleitet auf unserem Weg. Sagt uns, was euch interessiert, welche Infos wir vielleicht auch mitnehmen können auf unserem Weg und euch weitergeben können. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Und bis dahin, ja, bleibt dabei.